Ok. Caralho. E aí, rapaz? Pode atirar, pode atirar. Vamos lá. Sieht man hier überall die ganzen Einschusslöcher. Beijo, Alemanha! O complexo da... So, meine Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal aus Rio. Heute steht ein sehr, sehr geiles Video an, und zwar gehen wir heute zum Complexo Alemão, deswegen auch das Deutschland-Trikot hier, also übersetzt die Favela von Deutschland, benannt nach dem Landbesitzer, der deutscher Abstammung war. Das ist eine der bekanntesten, aber auch gefährlichsten Favelas hier in Rio, in der Zona Norte, und da gab es jetzt vor 2 Wochen auch die große Polizeiaktion, wobei über 150 Menschen gestorben sind und die ja sogar bis nach Deutschland in den Medien berichtet wurden. Aber was man hier sagen muss, ist, dass das hier wirklich alltäglich ist, also nicht in diesem Ausmaß, aber dass es zu diesen Auseinandersetzungen gibt, weshalb das Leben trotzdem irgendwie weiterläuft, und deswegen werden wir uns jetzt auf den Weg machen. Mein heimischer Kontakt ist auf dem Weg, und dann schauen wir uns mal das Leben an, jetzt auch nach dem einschneidenden Erlebnis hier in der Favela, wie das Leben dort aussieht, in einer der gefährlichsten Favelas in dem Land. Hier, ich hoffe, man hört mich. Wir sind jetzt auf dem Weg. Ich bin hier mit meinem Tuiuti. Ja, gucke. Morro da Mangueira, Morro do Tuiuti. 2 Morros. Also er sagt, dass das ist hier das Hauptrestaurant. In so einer Norte sind wir schon drin. Das ist hier ein Knotenpunkt, wo die ganzen Favelas abgehen. Und wir fahren jetzt zur Alemão Favela. Einer der gefährlichsten. Hier meint hier schon überall Schießereien und so. Aber das ist nochmal eine ganz andere Seite als die Zona Azul, wo die Touristen sind mit so Copacabana und so. Isso, mano. Caralho, mano. Da fährt auch wieder crazy. Ich hoffe, man hört mich. Aqui outra comunidade, outra favela, Arará. Araná. ¿Tienes amigos? ¿Vives aquí? Minha tia mora aqui. ¿Tu tía? É. É o morro. Lá do morro, me conhece? Ok. Caralho. E aí, rapaz? Boa, Tem que Leute aus, ja, crazy unterwegs, ey. Isso, maluco. Checkt das Leben hier aus. Aqui Jacaré, Manguinho. Manguinho e Jacaré, 2 favelas. Also links und rechts sind 2 verschiedene Favelas. Also es sieht tausendmal anders aus, als was man sonst sieht. Aber die Leute sind alle sehr, sehr herzlich, habe ich das Gefühl, weil einfach keine Touristen herkommen und wollen gefilmt werden. Er kennt auch die Leute. Para nós, Xalão. Aí, Tchelão, aí tu vai passar na visão onde não pode, onde pode, pegou a visão? É que nós demos primeiro aqui. Aonde tu mandar, mano? Não, nós deu da pra esse lado. Você, só quando eu falar, você grava. Okay. Quando eu falar não, você guarda. Tá bom. Entendeu? Das ist die Polizeistation, die letzte große, in der die Operation auch ausgeht. Er meint jetzt zu mir, er sagt mir, wann ich filmen kann und wann nicht, weil wir reden jetzt hier aufs Gebiet, wo die ganzen Drogengangs mit den Waffen sind, die man natürlich nicht filmen kann. Der Fußballplatz. Pode tirar, pode tirar. Vamos lá. Chegando? Pode tirar. Essa? Tira. Calma aí. Ja, calma aí, só pra não perder o capacete. Jetzt sind wir da. Kann man Helm auch endlich abnehmen. Und jetzt geht's hoch. Let's go. Pode ir filmando, valeu? Aqui não? Pode ir filmando. Okay. Aí pode falar, estamos dentro do complexo da Alemão. Aqui já é o complexo, entendeu? Entendido. Aqui é a entrada, começo da entrada. Essa é a entrada, sim.
Aí Rocinha é chamado como morro. Sim. Aqui é chamado como favela, entendeu? Tem morro, favela, entendeu? Vem com nós que os melhores tá aqui, hein, filho? Rio de Janeiro. Sehen wir. Genau. Ist auf jeden Fall sehr ruhig. Keine Polizei mehr hier. Ich muss gucken, wo ich hin kann, wo nicht. Und hier war eben auch, was vor weniger als 1,5 Wochen war, wo die Polizei mit über 2500 Einsatzleuten in die Favela reingegangen sind. Und dabei kam es zu heftigen Ausschreitungen, weil die Gangs sich natürlich gewehrt haben. Die sind ausgestattet wie eine Armee. Die hatten Drohnen mit Sprengsätzen auf die Polizei geworfen und zwar stundenlang hier Ausnahmezustand. Und jetzt schauen wir mal, wie das Leben jetzt sonst hier ist, weil die einfach dieser Gewalt täglich ausgesetzt sind und trotzdem aber alle sagen, dass sie hier sehr glücklich wohnen. Und man sieht ja in Deutschland nur diese einseitige Berichterstattung. Campo de futebol. Was ein geiler Platz, der hat Charme. Ich glaube, man muss sogar den Helm hier absetzen, damit die sehen, wer hier reinkommt. Dass du nicht irgendwie an der Kamera oder so reingehst. Isso é tudo complexo. Tudo alemão? Tudo. Até lá embaixo. Also ihr seht, wie riesig das hier ist. Also man sieht halt, wie die Größe ist, aber es ist auf einen sehr kleinen Raum sind sehr, sehr viele Menschen. Hier ist einfach viel weitläufiger alles. Hinten seht ihr den Rauch, da ist irgendwas. Meint jetzt. Hier ist der fette Ausblick. Da hinten gefühlt wie so ein Schloss oder was das ist. Eine Burg. Das ist hier ganz oben. Und hier ist eben die Seilbahn, das erleichtert wird, von A nach B zu kommen für die Menschen hier, die wohnen. Aber hat leider zu. Probieren das jetzt wieder aufzumachen, mal gucken. La operación de la polícia? Foi aqui. Aqui? Uhum. Da, É isso aí, tudo é o complexo. Antena. Isso aí tudo. Até lá embaixo. Tienes Olha lá, una, vê lá na rua. tienes una más famosa rua aquí por shopping o algo como. Isso aqui tem shopping? Sí, o comer una famosa rua con gente. Como assim? Uma rua famosa que todo mundo conhece? Sí, en complexo alemão. Gaiola. Galo. Nunca ouviu? Sim. Baile da Gaiola? Vamos. Então, tô falando aqui, tem muitas ruas. Ah, aqui já não pode. Also was ich gerade alles gesagt habe, war geistkrank. Aber ich kann es leider nicht alles filmen. Da hat man auch die Straßenbarrikaden, hat man noch gesehen, Einschusslöcher und ganzen Leute mit den Waffen auf jeden Fall. Aber das ist ja normal hier. Aber dann auch, wo die Straßensperren angezündet haben, sieht man auch noch die Überreste. Die ganze Straße sind wir lang gefahren, wo da die ganzen Leichen hingelegt wurden, wo so ein bekanntes Foto auch ist. Also sind wir verrückt. Jetzt bin ich hier mit meinen Jungs. Und was noch krass war, als wir oben waren, also
Also es war ganz am Anfang, wo wir dann reingefahren sind beim Entrance. Da meinte er, ich soll die Kamera reinmachen. Und gerade mache ich sie rein und sehe auf einmal, dass hinter uns, also von der Seite so ein Motorrad kommt mit 2 Polizisten. Die machen so einen Schwenker zu uns und haben eine Shotgun auf uns gerichtet. Also die waren auf Richtung uns. Er meinte halt wahrscheinlich, dass das war, dass wir uns anhalten wollen, weil die gesehen haben, dass ich gefilmt habe. Irgendwie sowas. Und haben einen richtigen Schwenker zu uns gemacht. Und genau dann sind wir zu dieser Barrikade, zu dieser Absperrung gegangen. Und sind dann eben rein und da konnten sie uns sozusagen nicht folgen. Also die wissen ganz genau, dass sie da nicht einfach so rein können. Was man schon sagen muss, also für die Leute, die hier wohnen, sind halt einfach die Polizei die größere Gefahr als die Drogengangs, weil die natürlich nicht wollen, dass den eigenen Leuten hier was passiert, weil die da natürlich sonst auch ihre Rückendeckung, sage ich mal, verlieren. Genau. Natürlich am Ende des Tages sind es hier gehen die hier mit Drogen und machen noch andere Sachen, aber im Endeffekt ist die Frage, ob dann solche Operationen was bringt, weil wenn du da einen tötest, dann kommen 2 nach, also das ist ja nicht, so löst du ja nicht das Problem. Sollte man eher vielleicht soziale Projekte, Education und so fördern, dass man hier nachhaltig was ändert, was aber einfach nicht geschieht. Da hinten sieht man vielleicht auch das Stadion, wo ich letztens war, von Botafogo, was auch ein bisschen außerhalb ist. Und da hinten ist das Zentrum, wo wir wohnen. Da ganz hinten sieht man es vielleicht, das ist die Stadt. Das ist halt hier im Norden. Also wenn ihr hier seid, würde ich schon empfehlen auf jeden Fall, wenn ihr jemanden habt, der aus der Gegend kennt, einfach mal auf die Seite auszuchecken, um einfach, ja nicht nur, ich sage jetzt mal 5%, wenn ihr nur eine Copacabana und Ipanema chillt, seht ihr vielleicht 5% von der Stadt. Also dass man sich einen kompletten Einblick macht und mal andere Eindrücke bekommt. Das ist, glaube ich, schon sehr, sehr cool, auch mal sowas zu machen. Und der Vibe ist es hier auf jeden Fall. Hier unten seht ihr auch mal hier so die Häuser. Sehr, sehr provisorisch hier zusammengehauen. Auch noch immer weiter nach oben. Die typischen blauen Behälter oben auf den Dächern, wo man überall sieht, wo das Wasser gelagert wird. Also sehr, sehr auf das Nötigste reduziert hier. So Leute, wir sind wieder drin. Hinter mir sind die ganzen Leute. Ich kann jetzt nur hier auf die Richtung filmen. Ist auf jeden Fall sehr entspannt. Die haben mir ein bisschen erzählt über die letzten Wochen, was hier abging und so weiter. Dass noch immer hier betrübte Stimmung ist, lange die Läden zu haben und jetzt die Leute sich langsam wieder raustrauen und dass auch Freunde von ihm gestorben sind. Also ist nochmal was ganz anderes, als wenn man es hier von den Nachrichten irgendwie in Deutschland sieht. Dann wirklich die Leute sieht, wie das Leben hier ist. Und das am Ende einfach, muss man einfach so sagen, wofür ich jetzt nicht die Gangs verteidigen will, die Gewalt von der Polizei ausgeht. Also es gibt hier 3 Optionen, wenn du dir aufwächst und das hier rausschaffen willst. Also du kannst Fußballer werden, die meisten wollen MC werden, also Rapper, oder du wirst halt Gangster. Und auf dem Bildungsweg ist es einfach so gut wie gar nicht möglich. Und da sollte eigentlich eher dann die Politik ansetzen, was aber hier halt auch bemängelt wird, dass hier so wenig Politiker hier irgendwie sich engagieren, irgendwelche Projekte sind. Genau. Ja, wir chillen jetzt erstmal hier. Ganz entspannt. Gucken uns ein bisschen da an. Ich kann leider die interessantesten Spots, wo die ganzen Leute unterwegs sind, Shops und so weiter, kann ich da nicht filmen. Weil da halt auch die ganzen, auf den Checkpoints, die ganzen Leute sind. Ansonsten sieht man auf der Straße, sind in der Straße die ganze Zeit so Löcher, damit, wenn irgendwas passiert oder so, können die da schnell so Stäbe oder so reinmachen und alles absperren, damit es für die Polizei schwieriger ist, hier reinzukommen. Und was hier auch sehr, sehr oft ist, wenn man hier Feuerwerk und so hört, ist es nicht, weil die einfach mal Bock haben, da ein bisschen was zu zünden, sondern weil die sich halt gegeneinander warnen, dass wenn irgendwas passiert oder so. So, wir sind jetzt nochmal hier auf einem anderen Aussichtspunkt. Das ist hier die Complexo Peña, wie wir hingekommen sind. Also die ist neben Alemão und die gehören eigentlich zusammen, weil da gibt es eine ganz bekannte Straße,
über so einen Berg, so eine Schotterstraße, die beiden Favelas vereint und wo auch keine Polizei lang ist. Da gab es vor 10 Jahren auch mal eine Riesenoperation und da hat man von oben so eine Heli-Aufnahme, wo da die ganzen Gangster da geflohen sind, was sehr, sehr bekannt geworden ist, die Straße. Also hinter mir sieht man hier die Favela Pena. Also was ich da gesehen habe, war nochmal anders auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl noch so auch ärmer auf jeden Fall. Und die Jungs haben sich jetzt auch erstmal noch ein bisschen was zu smoken geholt. Gibt es da halt so Stände einfach, ganz normal wie Obst, wo die da ihre Sachen verkaufen und man sich das angucken kann. Ansonsten habe ich auch so viele Straßensperrungen gesehen mit den brennenden Autos von letzter Woche. Kann ich ja mal hier einblenden. Gerade waren wir auch so an so einem Punkt hier rechts neben uns. Da meinte er so, dass es einfach hier Real Life GTA, ne? Also er meinte so, dass das so ein guter Punkt ist, wenn die Polizei reinkommt, die abzuschießen, weil das ist so geschützt. Also man sieht es von unten nicht, aber man sieht die strategischen Straßen zum Eingang. Da waren wir jetzt, also einfach hier Real Life GTA, Call of Duty Lobby. Ist schon krass hier. Haben trotzdem einfach, trotz der Gewalt, die hier alltäglich ist, dass alle hier so glücklich sind. Und darauf kommt es am Ende an. Also ich glaube, er hatte mich auch gefragt, ob es hier auch sowas in Deutschland gibt, von der Art. Und war dann auch verwundert, dass sowas nicht gibt. Und trotz dessen denke ich mal, dass die meisten hier einfach glücklicher sind und zufriedener als in Deutschland, was krass ist, wenn man die Lebensumstände bedenkt. Wenn euch bis jetzt der Vlog gefallen hat, lasst gerne ein Like da und ein Follow, wenn ihr sowas in der nächsten Zeit nochmal sehen wollt. Also seit letzter Woche habe ich auch nichts gesehen auf YouTube oder allgemein, der hier in der Kamera hingeht, was halt extrem schwer ist und das muss natürlich auch respektieren hier. Checkt das mal vor uns aus. Einfach hier ein Stern. Ich glaube, das ist hier einfach hier das Batman-Signal. Wenn es in der Nacht losgeht, wird hier der Stern gerufen. Crazy, habe ich auch noch nie gesehen. Über die ganze Stadt so ein Stern. Hier sind halt die Straßen, was er auch meinte. Hier zum Beispiel die Mainstraße, die man auch von rechts neben uns ist, halt dieser Spot, wo die da campen und gucken, dass da keiner hinkommt. Ansonsten ist es auch verständlich, warum da 2500 Leute hier gekommen sind mit der Polizei, weil die sind wirklich ausgestattet wie eine Militäreinheit, wie viele Leute, schon crazy. An der Stelle sind die Jungs mit den Waffen schön, 5 Meter weiter spielen die Leute mit den Kindern auf der Straße, spielen Kinder Fußball, gibt es geile Fußballplätze, Barbers, geile Streetwear-Läden habe ich auch gesehen, da gibt es alles. Und halt noch die Sache, das denke ich mal schon sehr geil hier das zu sehen, ne? Außerhalb jetzt von den News, die man zum Beispiel in Deutschland sieht, wie das Leben hier wirklich ist. Ja, Mann. Ich weiß nicht, ob ich es drauf habe. Man hat ein paar Schüsse hier, aber alles entspannt. Keine Ahnung, wem die Pferde hier gehören, die sind auf Hawaii gespawnt. Schön jetzt erstmal hier. Sieht's aus, die Wand wurde auf jeden Fall ordentlich demoliert. Sieht man hier überall die ganzen Einschusslöcher. Das ist auch so ein Punkt, wo die von oben die Polizei schießen können. Das noch immer Komplex Penner, wo auch der große Einsatz war, mit als gefährlichste Fahrräder in Brasilien. Wir sind mittendrin. Jetzt zocken die Kinder Fußball. Wir sind jetzt wirklich mitten in der gefährlichsten Favela hier. Und das Leben ist ganz entspannt, eigentlich ganz normal. Kleine Jungs mit Fußball. Zeig mal, was die Jungs können. Hier wird geschwitzt. Also das war echt die geilste Zeit. In dem Alter Fußball. Den ganzen Tag zocken. Der eine Kleine, der ist richtig am Rasieren.
Sonnenuntergang im Hintergrund. Also das ist schon geil. Also hier geht's auf jeden Fall ab. Checkt es aus von hinten. Mit Sonnenuntergang. Sehr geiler Vibe hier. Die Jungs haben Zocken, haben Spaß mittendrin hier. Ist auf jeden Fall sehr geil hier. Adriano, der war auch bei Inter Milan. Legendenspieler. Das ist von ihm ein Community-Projekt, hat er hier den Platz gebaut für die Jungs. Der ist hier groß geworden in Peña, in der Favela hier. Auch krass. Echt eine Legende. Und die Jungs können jetzt hier zocken. Und noch ein Ding, also ich habe hier auf jeden Fall auch ein paar Banger-Autos gesehen. Also hier wäre mit Mercedes, fette Audis und so. Und wenn die hier sind, dann weiß man eigentlich, was die Leute machen, die fahren. Also auch krass zu sehen. Vai. Isso aí é pra quê? Não entendi. Hã? Que? Isso aí é pra quê? Para YouTuber? Sabes YouTube? Quê? YouTuber? Conosco? Isso. YouTuber. Ah, Sim. Vamos. Let's go. Ok. Ó, tá segurando o carro, olha isso. Não, você me Ah, também vou segurar. Vamos lá pra fora. Vamos. Caraca, esse carro aqui, ó. É o carro mesmo, filho. Ok. Achou. Der nächste Adriano? Atrapalhou. Adriano. Equipe pé. Die Jungs haben auf jeden Fall Spaß hier. Se eu Da fizer die Älteren. vídeo, vou ganhar o quê? Valeu, rapaziada. Beijo, Brasil. Beleza. Olha, é o complexo, pô. Ah, sim. Complexo da Penha. É a Penha. Aqui, Gustavo na voz, é a Penha, tá vendo? Vai lá pra Alemanha, tá? Vai pra Alemanha? Beijo, Alemanha. O complexo da Alemão, vai. O beijo do complexo da Alemão, vai. Beijo no complexo da Alemanha. Beijo. Isso. Beijo, complexo. Valeu, Vamos. Vamos. Ventos? 20? Caraca, eu pensei que agora tava 20? Vai, ele vai dar, quem vamos. fizer 20. Cadê o Ele vai me dar o quê? Vai dar o que pra ele? Sim. Vamos. Vai dar o Te quê? dá, não sei, pô. Ele Vai me te dar o quê? Ele vai te dar, vai. Jetzt sie. 20. Traz a bola. É uma Die Jungs von jetzt tentativa só. 20 Mal jonglieren, damit ich einen Ball schenke. Mach ich auch sowieso, wenn er es nicht schafft. 8, 9, 10, 11. Aber die Jungs sind auf jeden Fall Não, cool. Vai, mais uma tentativa por dois. Vai lá, pega a bola. Mais uma, não, é 20. Vocês falaram 20. Vocês falaram 20. Vai, vocês falaram 20. Você falou 20. Você pediu pra falar com o cara 20. Vai lá, vai chamar primeiro. Vai lá, pra ficar melhor, cara. 1, 2, 3, 4, 5. Ele quer 6, segurar no 7. carro. Ótimo. Ó, já perdeu. Não, já perdeu. Já bateu. Eu não falei 15, vai, 15. Ai, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 6. Ó, pra tu é 17. É, porque você joga mais que ele. Vai, 15 também, vai. 1, 2, 3, 4, 5, Ô, tio, tá contando 6, rápido. 7, 8, 9, 10, 11, 12 Olha lá, falou que não conseguia fazer 20, tá vendo? Sim. Oh! Olha lá, fez as 20. Caralho. Ah, Daninha. Vacina. Eu fiz mais Vacina. que 20, pai. Nem jogou, né? Puta, obrigado, vai! Ah, tu ela fica faz Ah, sim.
Ey, da ist der Kleber. Ei, cara! Ô! Ei, cara! Ist ein bisschen Ei, cara! Geld gegeben den Jungen, jetzt freuen die sich. Um einen 20 Euro gegeben. Aí, Ganz compra pelo entspannt. menos um set pro teu parceiro, né? Jetzt gibt's erstmal. Imagina chegar em casa, a mãe dele vai falar que te deu 100, cara. Jetzt freuen die sich, gibt's erstmal schön was zu essen, was zu trinken. Fez a felicidade de um... Não, não pode. Back in the Crib. Ich bin heil eingekommen, wie erwartet. War ein sehr cooler Tag, geile Einblicke. Das Geilste war einfach, wie am Ende jetzt sich der kleine Junge gefreut hat. Wie die da abgegangen sind, haben da die Straße vollgeschrien. Er ist zu seinen Freunden gegangen, haben sich jetzt safe erstmal schön ein paar Süßigkeiten gegönnt, dann Fußball geholt. Also es war auf jeden Fall das Geilste, wie die Kleinen sich da gefreut haben. War schon cool. Ja, Mann, der noch meinte auch so, die hatten noch nie so viel Geld in der Hand, den Schein, den 100er und so. Also war schon schön zu sehen, dass man da noch ein, zwei Jungen einen schönen Tag machen konnte. Und ja, ich hoffe auch, dass ihr geile Einblicke hattet. Also für mich war es auf jeden Fall nochmal was Neues, auch im Vergleich zu den anderen Favelas, wo ich schon war. Das war auf jeden Fall die krasseste, muss ich sagen. Aber war schon geil, was die alles da hatten auch. Also wirklich wie eine geile Stadt, die man nicht verlassen muss, was ja auch so gebaut ist. Also es gab zum Beispiel gab es die geilsten Streetwear- und Fashionläden und so, was ich mir zuerst gefragt habe, warum, aber macht ja auch Sinn, weil die Gangster oder die Dealer gehen ja nicht aus den Favelas raus, damit sie sicher von der Polizei sind. Und die fahren natürlich solche Markenklamotten und so, und deswegen gibt es da so viele geile Stores. Ist schon geil. Und yes Sir, ich hoffe, das war ein geiles Video, geile Einblicke. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst ein Like da. Schreibt gerne was in die Kommentare, was ich als nächstes machen soll. Bin ja noch ein bisschen hier in Rio. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut da rein. Ciao, ciao.